Einen wunderschönen guten Morgen am Sonntag. Und es gibt keinen besseren Ort, als euch zu begrüßen hier. Die Sonne geht gerade auf. Es ist kurz nach 7. Wir kommen heute auf jeden Fall an ein kleines Gebiet, wo wilde Ponys leben. Die leben da aus einem ganz bestimmten Grund. Weil da irgendein komisches Kraut wächst, was sich extrem schnell vermehrt und die Ponys stehen da voll drauf, das Zeug, und fressen das weg. Dämmen das ein quasi. Die Anzahl ist irgendwie begrenzt auf 120 Stück und alles, was darüber hinausgeht, wird irgendwie versteigert. Einmal im Jahr habe ich mal gelesen. Ja, das sind ungefähr noch 2-3 Meilen oder sowas. Ich muss mal auf die Karte gucken. Und dann sind wir schon in diesem Gebiet. Das ist nicht lange, also man darf auch nicht campen und so weiter. Gucken wir mal kurz einen Blick rein, wenn es gehen würde, ja. So, willkommen im Grayson Highland State Park, ich glaube so heißt der. Hier verbringen wir jetzt ein paar Meilen, aber nicht viele. Es geht einmal ein bisschen außen rum. Vielleicht sind wir ein paar Ponys. Auf jeden Fall wieder eine geile Aussicht. Also hier der Mount Rogers, ne? Die Richtung da, das ist ja pervers. Das ist ja pervers. Was da Leute sind. Das geht ja in die Hundertschaften. Die meinen, okay, ist Sonntag, die wollen alle raus in die Natur, es sei ihnen hier gegönnt. Aber das bist du so als Deutscher ja überhaupt nicht gewohnt, da bei uns da in der Nähe. Null. Ich meine, es ist alles riesig hier. Aber du hörst die meilenweit, die Stimmen und das Quatsche, das Gekackere, und die machen teilweise ihre Musik laut. Und ja, alles nicht so geil, muss ich sagen. Da unten führt der Trail dann lang. Dann wird es wahrscheinlich über diesen Bergrücken gehen. Und ja, viel haben wir noch nicht geschafft, aber ein paar Höhenmeter, vielleicht 3,4 Meilen. Das ist kurz nach 9 oder ja, halb 9 ist es jetzt, easy. Aber die Menschen stressen mich wieder zu Tode. Das wäre so geil alles hier. Aber die Wochenendausflüge, also die machen einem das richtig madig. Oh ne, die Massen hier. Furchtbar, furchtbar. Aber das ist halt schon wieder, das tröstet mich schon wieder, wenn ich das sehe hier. Es ist einfach fantastisch. Ja, gehen wir mal auf Ponyjagd, würde ich sagen, wa? So, die ersten Ponys haben wir gefunden. Da sind sie. Jo, denen geht's gut hier oben auf jeden Fall. Die haben Bock. Ach, sind schon. Ist das geil, oder? Liegt ganz und schläft. Machen Siesta, Mama und Papa machen Siesta hier. Fantastisch. Das sieht man auch nicht alle Tage. Appalachian Trail northbound. Die Richtung stimmt also noch. Es ist schon echt ein schöner Nationalpark. Gar keine Frage. Da man kann schon verstehen, dass die Leute sich hier in Scharen verirren. Zum Teil habe ich da wirklich Respekt vor der älteren Generation, die diesen Trail noch so mit Bravour, weiß ich nicht wie mit Bravour oder was, aber die sind halt noch meistern. Finde ich krass. Respekt dafür. Ich glaube, der älteste, was ich gehört habe, der auf dem Trail unterwegs ist, der ist 84 wohl. Das ist schon eine Ansage, würde ich sagen. Ja. Jetzt sind es ungefähr 2 Meilen bis zu einem Shelter. Das ist so ein bisschen moderner. Und dann mache ich ein kurzes Päuschen. Ich brauche mal ein paar Riegel. Ein paar Riegelchen reinschmeißen in den Körper. Und ich glaube heute Mittag, je nachdem wo ich bin, der Park, der ist bald schon vorbei. Also ich glaube mal 2 Stunden noch, dann bin ich aus diesem Nationalpark schon wieder raus. Oh, hier ein Häschen. Häschen, gibt's auch hier, guck. Ach, gar kein Stress. Ja. So ist das, dann mache ich dann mal kurz Pause.
Mich erholt von den ganzen Menschenmassen. Ja, mal, so bin ich halt, ne? Also, das stresst mich halt immer zu Tode. Wenn ich die Stimmen von der Weiten schon höre, dann geht meine Laune schon wieder in den Keller. Ich melde mich auch mal wieder an der Stelle. Es ist 14 Uhr in etwa. Ja, zu viel haben wir heute noch nicht zerrissen. Sind bei Meile 14 und mag zu bezweifeln, ob ich heute also ich könnte es schon erreichen, mein abgestecktes Ziel. Aber da hätte ich jetzt nochmal fast 10 Meilen zu gehen. Und habe ich da Bock drauf habe heute. Also heute ist die Wanderlust, hält sich heute sehr in Grenzen, muss ich sagen. Also wenig Wurzeln, kaum Geröll und Gestein und Gekraxel. Weil das war die letzten 13 Kilometer eigentlich maßgeblich für das nicht vorankommen. Aber es ist auch irgendwie drückend warm. Ja, heute läuft es nicht so, habe ich das Gefühl. Also jetzt nochmal meinem inneren Gemütsmenschen, meinem inneren Schwein, da habe ich gesagt, komm, wir machen jetzt noch schön 2,5 Stunden, es ist halt 5. Schön relaxed. Ein paar Höhenmeter sind es halt auch noch. 600 oder 700 noch. Und dann wird was gesucht schon langsam. Weil ich muss schon sagen, die Knie sind es nicht mehr. Aber die Füße momentan. Ich weiß nicht, ob es immer noch eingelaufen liegt von den neuen Schuhen oder ob das einfach nur Schwachsinn ist mit den 2 Paar Socken. Also alle anderen feiern das irgendwie, aber dann müssen sich meine Füße daran noch gewöhnen oder so. Ich weiß es noch nicht. Ja. Werden wir sehen, wie weit ich noch Lust habe. Aber heute ist irgendwie wirklich so geil, das auch war mit den Ponys und so. Ja. Heute ist nicht so, heute ist ein bisschen Wurm drin. Glaube ich. Weiß ich. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schinden uns jetzt noch ein bisschen ab hier. Ich habe schon wieder feige Halluzinationen. Ja, okay, alles klar. Also, bis später. Grüß Gott am 29. April 2024 aus den Appalachen. Es ist schon wieder die schönste Zeit des Tages, nämlich morgens. Da kommt so langsam der große Feuerplanet da, der uns ein bisschen wärmt. Heute wird es auch wieder wunderschön. Es ist keine Wolke im Himmel. Richtig schön. Ja, gestern gab es nichts mehr zu erzählen groß und außerdem hatte ich keinen Bock mehr, weil der Tag gestern war wieder zum Vergessen. Gestern hat mich irgendwie wieder alles genervt, von den Menschen angefangen bis zu den Beschaffenheit der Wege. Aber ja, mal hast du doch mal schlechte Tage dabei, das gehört dazu. Ich habe gestern trotzdem 22,5 Meilen gerupft und habe dann an diesem kleinen Campingspot, diesem inoffiziellen, 3 mir bekannte Gesichter wieder getroffen. Und habe mich gefragt, wie ist denn das möglich? Wie könnt ihr vor mir hier sein? Also keiner von euch hat mich überholt, geschweige denn irgendwie, dass wir uns getroffen hätten und so. Und dann sagen sie so, ach nö, also den Nationalpark hier, wo die Ponys hier rumspringen und so, den haben wir geskippt. Ja, ihr seid ja tolle Thru-Hiker, ne? So ungefähr. Aber was interessiert mich das? Weil man konnte den Weg auch einfach, den kompletten Nationalpark umgehen. Also einfach ein Shortcut, Abkürzung, aber wie lame ist denn das? Naja, soll jeder sein Ding machen hier. Ich habe jetzt hier auch schon die ersten Höhenmeter gemacht. Es ist jetzt 7 Uhr. Der Plan heute ist wie folgt. Also ich habe jetzt 16 Meilen vor mir oder jetzt vielleicht noch 15. Eine Meile habe ich bestimmt schon gemacht. Da kommt eine Abzweigung. Die führt in eine Ortschaft, also führt Richtung Marion Atkins Schrägstrich. Und wenn ich die Abzweigung runterlaufe oder trempe eventuell auch, wenn ein paar Autos fahren, komme ich zu einem Dollar Store, zu einem Dollar General, so rum. Und dann werde ich noch mal kurz einkaufen für weitere 2 Tage, weil ich noch Resupplies jetzt habe für vielleicht 2-3 Tage und ich gehe ja dann direkt weiter. Also ich mache in Marion keinen Stopp, ich gehe weiter nach, wie heißt das andere Kaff hier, auch die Namen, wo ich dann meinen nächsten Break mache. Scheiß drauf, irgendwas mit R. Ne, Parisburg, so rum, Parisburg. Herrlich, schön, genau. Und dann werde ich zusehen, dass ich da so um 2 Uhr die 16 Meilen absolviert habe. Es ist jetzt 7 Uhr, ich gebe ein bisschen Gas.
Je nachdem wie die Wege halt wieder sind. Aber sollte machbar sein. Und dann geht es in die Stadt, kurz einkaufen und dann wieder auf den Trail. Und dann mal sehen, wie viele Meilen ich heute schrubben kann. Und genau, lass mir den Tag gemütlich anbrechen jetzt hier. Also der eine mit seinem Hund, der war ja schon um 5 Uhr, wollte der schon aufbrechen. Oder ist der aufgebrochen, kurz nach 5. Der andere Kasperl 5:30. Da saß ich noch gemütlich in meinem Zelt und habe noch meine Instant-Hafer-Gedöns in mich reingepresst. Und ich bin dann um 6 los, ne, ganz gemütlich, Zähne geputzt, ein bisschen Katzenwäsche betrieben am Brook, am kleinen Fluss nebenan. Das ist immer ganz praktisch, wenn man sowas hat. Kannst du Geschirr abwaschen und dich mal ein wenig frisch machen. Die Füße reinhalten und was weiß ich auch. Genau, und dann, ja, jetzt bin ich auf dem Trail. Und jetzt geht die wilde Fahrt auf ein neues los. In diesem Sinne sehen wir uns später mit Peter. Ciao mit V. Ist das schön oder was? Ist das hier schön? Eine schöne Heide. Und du kannst hier echt ein paar Meter machen. Der Untergrund ist in Ordnung. Wir sind bei Meile 5. Wir sind 2 Stunden unterwegs. Das passt. In einer Meile gibt es was zu saufen, was zu trinken. Und ja, einzige werden die Schuhe ein bisschen nass. Und die Socken. Weil das Gras ist noch sehr feucht und nass vom Morgentau. Aber das ist das Wenigste hier. Geht schon wieder los, die Gaudi hier. Ja, genau. Die Dame habe ich da mitgenommen, ein bisschen gequatscht mit der. Und dann hat sie mich im Dollar General rausgeschmissen. Habe ich eingekauft. Auch ein Eis und eine Cola. Habe ich dann da hinten neben den Dollar General in Schatten, ich bin richtig, in Schatten gesetzt, habe mein Zeug verpackt, mein Eis geschnabbert, geschlabbert und dann habe ich mich wieder an die Straße gestellt und bin zurückgetrennt. So, jetzt sind wir hier. Es ist 2 Uhr, also ich bin echt schwerstens begeistert, wie das heute läuft. Ja, beim nächsten kleinen Bach oder was, werde ich auch mein Tuch wieder schön nass machen und mir ins Genick und auf den Kopf legen. Das ist schon mal ganz geil. So, lange Rede, kurzer Sinn. Der Montag läuft. Morgen ist sogar ein bisschen Gewitter angesagt. Kann ich mich aber auch vorstellen, weil die letzten Tage war es dann wirklich warm. Ich habe schon das Hiker-Salz auf dem T-Shirt. Schön Schweiß. Ach, hier hat sich auch schon jemand hingelegt. Na klar. Na klar, schön ins Bächlein gelegt da unten. Er hat ja recht. Auch mal chillen bei der Hitze hier. So. Schwupps. So, ihr Lieben. Wie man sieht, ich bin im Feierabendmodus an einem so schönen Tag wie diesem. Es ist erst 10 nach 3. Der Tag ist noch extrem jung und ich habe noch lange Sonnenlicht. Ich bin hier in einem Camp, Fanspot, noch komplett alleine. Wird sich wahrscheinlich noch ändern, aber das macht ja nichts. Ich bin hier oben, habe mich hier ein bisschen verkrümelt, in der Ecke hier. T-Shirt zum Trocknen aufgehangen, aber das glaube ich nehme ich jetzt dann mal mit runter an das Bächlein. Genau wie mich und mein Kadaver und werde mich mal den Grund reinigen, also so die signifikantesten Gebiete. Und ja, gefällt mir gut. Hier finde ich schön. Hab heute Zeit noch. Hier runter geht's zur Quelle. Mal so ein 500-600 Meter muss ich gehen, aber das macht mir überhaupt nichts. Ich bin schon barfuß heute. Hier, barfuß. Es hat locker flockig 26 Grad. Hier ist es schon ein bisschen schattig, da bin ich ganz dankbar für, dass die Baumkronen schon so halbwegs, was heißt halbwegs, richtig schön grün sind. Feiere ich. Ne, ein schönes Flecklein, um die Nacht zu verbringen, um den Tag noch zu verbringen.
bisschen zu chillaxen und auch mal wieder den Trail und seine Angenehmlichkeiten zu genießen. Nicht immer nur zu ballern. So, was war das denn? Da ist gerade irgendwas Großes lang und ich hab's nicht gesehen, was es war. Na gut, ich werde mal gleich mal ein Ästchen suchen, wo ich ein Foto aufhängen kann. So, servus, grüß Gott, hallo. Ich wollte mich auch mal melden heute, Dienstag. Ja, der Specht sagt auch servus. Das ist ja auch ein schönes Pflänzchen hier, was wird denn das sein? Ja, ich bin seit um 6 auf dem Weg. Heute ist ganz schön Geballer, also hochwärts, runterwärts. Kurz gechillt, was gegessen. Jetzt geht's weiter, denn ab 15 Uhr, es ist jetzt 9 Uhr, soll es langsam anfangen zu regnen. Oh, upsala, Entschuldigung. Ich weiß noch nicht, wie stark das sich dann verhält. Und dann muss ich mal gucken, wo ich bin. Aber wenn es nämlich regnet, kann es sein, dass ein Bach relativ krass ansteigt, den ich zu Fuß überqueren muss, weil die Brücke marode ist oder kaputt ist. Aber wenn das natürlich regnet, wie scheiße steigt das Ding an, dann muss ich mich vorher irgendwo kümmern. Mein Lager. Aber das ist so. Jetzt ist die Sonne noch da. Wie gesagt, ich mache auch noch ein paar Meter. Vielleicht entlaufe ich dem Ganzen auch. Hey. Der war gut. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, die Nacht war durchwachsen und die Kamera hat es schon wieder getan und ich hau sie gleich zum Teufel oder ich ersauf dich im Teich oder wo auch immer. Ich schlafe ja grundsätzlich mit Oropax. Ist schon schön hier. Ne? Mit Oropax. Und das klappt auch meistens. Aber naja, ist halt immer je nachdem wie der Wind steht. Aber halt irgendwo, keine Ahnung, so 4-5 Meilen entfernt halt wahrscheinlich ein Bahngleis. Und wenn die da irgendwie Richtung eine Ortschaft fahren, die habe ich jetzt schon so oft mitbekommen und erlebt, müssen die immer hupen oder hupen die ständig die Züge. Und die hupen laut. Damit auch jeder weiß, dass der dem hier zukommt. Und ja, ist halt, wenn du dann da liegst, hat die Oropax drin, ist alles ruhig und dann, je nachdem wie der Wind steht, dann stehst du im Bett, wenn der Zug vorbeifährt. Ich bin trotzdem fit. Füßen geht es halbwegs gut. Also, das heißt halbwegs geht es eigentlich ganz gut. Ne? Man braucht morgens immer so ein paar Meterchen, bis der Motor rund läuft. Die Beine, bis die Verspannungen so ein bisschen gelöst sind. Und dann läuft es eigentlich wieder. Jetzt geht es gerade mal bergab ein bisschen. Aber alles sehr schön grün hier. Ja, nächster Stopp ist in 5,2 Meilen Entfernung der Knopfshelter. Knopfshelter. Und da werde ich Mittag machen. Glaube ich. Mal sehen. Je nachdem. Ändert sich natürlich immer die Wetterlage, das ist ganz klar. Aber ja, werde ich sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Flussüberquerung, die jetzt dann da kommen soll. Also laut App, laut Kommentaren ist diese Brücke, die drüber ging, wohl unterspült oder halt kaputt oder zerstört. Und man muss sich wohl da die Schuhe ausziehen und man muss halt schauen, dass man rüberkommt. Ganz einfach. Ja, es hat gerade schon mal ein bisschen getröpfelt. Beziehungsweise tröpfelt es immer noch. Die Vorboten vielleicht. Oder ich wollte gerade nachschauen, wie es wettertechnisch aussieht. Food Travel Only, ja, alles klar. Bin dabei. Aber ich habe hier no Service. No Internet Connection at all. War jetzt nochmal ein ganz schöner Aufstieg. Boah. Also heute tun mir die Füße noch ein bisschen mehr weh, muss ich sagen. Bridge closed, ja, das weiß ich. Bridge closed, Closette hier.
Hikers wishing to ford Lick Creek should use caution and common sense in the crossing or backtrack. Ja, auf gut Deutsch heißt das jetzt, wir müssen da durchwarten. Da ist er. Da müssen wir durch jetzt hier, oder was? Okay. Ja, die Brücke sieht nicht so gut aus hier. Und da hat sich auch schon jemand mit seinem Zelt hingekrümelt. Aber das geht schon. Irgendwie. Ja, das geht doch. Ja, das ist jetzt nicht so tragisch. Das passt schon. Hier durchgewartet da. Okay, so. Hier sind wir zu Hause. Und dann geht's los. Was ich sagen wollte, ich habe einen Bären gesehen. Einen richtigen Bären. Ich bin hochgekeucht im Berg. Und auf einmal pfeift was runter den Berg, was großes, schwarzes. Ich nur so hinterhergeguckt. Also war nicht klein, war schon ein großes, schwarzes Teil. Aber der hat mich erspäht oder was weiß ich und sofort, ja. Und er ist sofort abgehauen, hat sofort das Weite gesucht. Aber es war ein Bärchen. Ich habe einen Bär gesehen. Ich freue mich. Jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier rüberkommen. Okay, alles klar, bis gleich. Hätte ich jetzt mir jetzt dramatischer vorgestellt, aber passt schon. War schön erfrischend. Tschüss Fluss. Tschüss Mike. Was ist hier los? Ja, ihr seht richtig. Das Zelt ist schon aufgebaut. Und es ist gerade mal 2:30. Zum einen muss ich sagen, ich hatte keine große Lust mehr weiter zu marschieren. Es wäre jetzt wieder nur noch bergauf gegangen. Zweitens haben mir meine Füße gesagt, komm Junge, schon es doch mal ein bisschen. Und bums uns nicht jeden Tag so her. Und habe ich kurzerhand nachgegeben und habe dann gesagt, okay, wenn es unbedingt sein muss. Und jetzt bin ich hier an einem kleinen schönen Fleckchen. Das hier war ein Hidden Hidden Campsite. Habe ich nur durch Zufall gefunden. Bin hier vollkommen alleine. Und das bleibt auch so. Ich gehe einfach mal ein paar Meterchen über die Sandkiesbank da oder wie auch immer. Und biege mal ein, weil das hat sich so schön an, es sah so nett aus, hier so einladen. Ne? Und dann bin ich da rum und dann hier durch und dann habe ich hier das schon gesehen von der Ferne. Hier liegt natürlich noch Glas, das ist uncool. Aber alte Feuerstelle. Und hier ist die alte Feuerstelle. Und Feuer machen wir jetzt vorher nichts werden, weil es zieht jetzt echt langsam zu. Und ich habe einen Platz und ich muss nicht irgendwie, oh, das ist schon ein cooles Gefühl jetzt. Ich habe schon mal nach oben geguckt. Also, wo mein Zelt steht, dürfte eigentlich nichts passieren. Also klar, kracht immer irgendwie was runter, vielleicht beim Sturm oder so, je nachdem wie heftig das wird. Aber damit rechnest du. Das ist so, ne? Bist du tot, bist du tot. Dann habe ich hier das ganze Laubhalteding weggemacht, ne? Wie der Mensch halt so ist. Der Mensch ist ein reines Tierchen. Der braucht es hier schön rein und so. Dann war das auch eine ebene Fläche. Da habe ich mich wieder gefreut. Ebene Fläche heißt guter Schlaf. Und ich glaube, nach der Nacht gestern könnte schon sein, dass ich heute mal ein bisschen länger schlafe und so. Wäre auf jeden Fall cool. Ah, ist geil hier. Müde Mike müde. Aber ich habe einen Bären gesehen, da freue ich mich auch extrem drüber. Auch wenn nur auf der Flucht vor mir lief der den Berg runter an einem Affenzahn. Der Riesenkoloss, ne? Da würdest du dir eigentlich denken, dieses riesige Fellknäuel, das kullert einfach den Berg dann runter, weil das war schon steil, aber wie eine Gazelle ist der da runter. Also es gibt sie auch. Nicht nur Waschbären, es gibt auch Schwarzbären hier. Puh. Grüezi. Grüezi und guten Morgen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Chestnut. Ich glaube, so heißt der Berg hier. Mal aus einer etwas mehr mystischeren Umgebung. Ich glaube, ich habe ein Drittel vom Aufstieg. Aber es ist herrlich, schöne Luft zum Atmen. Nein, die Wiesen sind halt nass.
So wie die Schuhe jetzt auch. Aber egal, hier müsste gleich irgendwann mal ein Teich kommen. Mitten auf dem Berg, ist aber ganz geil. Die Nacht gestern war ruhig. Sind wir heute gut gepennt. Aber viel besser als die Nacht davor. Allerdings hatte ich heute Morgen Besuch. Gegen 4:30. Ich habe nicht gesehen, was es war, weil ich im Shelter lag. Aber es hörte sich jetzt nicht an wie ein Hamster. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Bär war. Oder Wildschwein. Ich kann es nicht genau deuten. Oder Hirsch. Aber Hirsch. Die Schritte, man hat schon ahnen können, dass es was Größeres ist. Dann hat er sich ein bisschen mehr Richtung mein Zelt bewegt. Das habe ich ja registriert. Und dann musste ich mal kurz auf mich aufmerksam machen. Ich weiß, was das war, keine Ahnung. Vielleicht war es ja Bär oder so. Weil gestern gab es leider keinen passenden Baum, an dem ich mein Futter hätte befestigen können. Und deswegen habe ich das Zeug mit ins Zelt genommen. Es ist halt immer mit Risiko verbunden. Wer weiß, wie lange das Vieh da schon rumgespürt ist. Ne? Ich weiß, aber danach war Ruhe. Ich habe dann, wie gesagt, kurz den Lehrer losgelassen, kurz aufgeschrien und dann war es wieder weg. Also ich habe gestern, oder vielleicht war es auch ein Wildschwein, ich habe gestern, wo ich meinen Abwasch noch gemacht habe am Fluss unten, ein paar Hufspuren gesehen, also so Kufen. Irgendwie, die waren jetzt auch nicht gerade klein, also das deutet halt schon wieder mehr auf ein Wildschwein hin. Aber wenn, dann war es ein Keiler. Weil Wildschweine sind ja normalerweise, also meines Wissensstands, immer in Gruppen unterwegs, also das ist eine Familie, das ist ein Rottentier. Und dann war es halt irgendwie ein Keiler oder so. I don't know, auf jeden Fall war er weg. Ich war ganz froh. Da ging dann doch der Puls ein bisschen höher. Und über mir ist auf jeden Fall blauer Himmel. Nur der Tau, der fällt noch ab von den Bäumen hier. Die Stimmung ist wirklich sehr geil. Richtig Blair Witch-mäßig. Und die nächste Wasserquelle, die ich jetzt anpeile, die ist so jetzt noch 3 Meilen entfernt. Ich habe noch 1 Liter Wasser ungefähr. Muss herhalten. Mein Gott, ein bisschen leiden muss man schon auch hier auf dem Trail. Das sehe ich. Mache ich da wieder ganz spontan. Wenn ich irgendwas finde, ich sage, ich habe einen guten Wert erreicht heute, dann mache ich Schluss. Aber machen wir spontan. Jetzt erstmal die nächste Wasserquelle anpeilen, ist wichtig. Hoffentlich funktioniert die. Oder ist es was drin, sagen wir es so. Weil der letzte Kommentar zu dieser Quelle, der ist von 2023. Und seitdem hat da keiner mehr was reingeschrieben. Der letzte Kommentar war frozen. Also war zumindest was drin, aber es war halt gefroren. Ja. Aber gut, Tag ist jung. Ist noch lange, lange hell. Werden wir mal sehen, wie weit wir heute kommen. Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind angekommen heute an einem kleinen feinen Camp. Ich gehe jetzt gerade zum Fluss und mache den Abwasch. Ich habe jetzt nach Parisburg noch 51 miles to go. 51 Meilen. Würde bedeuten, ich mache morgen nochmal 20, übermorgen nochmal 20 und dann am 4. nochmal 11. Also wäre machbar, also ich muss jetzt nichts groß umbuchen. Vielleicht schaffen wir morgen auch ein bisschen mehr, mal sehen. Ich hätte morgen auch, morgen sage ich schon, heute auch ein bisschen mehr gekonnt. Aber so lebens die Wasserversorgung hier, die ist nicht so geil. Also dann musst du das Wasser die ganze Zeit mitschleppen. Oder du hast Glück und findest irgendwo was nicht irgendwo angeschrieben ist. Hallo. Das war das Problem. Also ich hätte schon ewig noch weiterlaufen können heute. Aber erstens war ich mit den 20 ganz zufrieden. Und
Ja, also das passt schon. Was? Ich war hier vorher schon mal. Und hab mich schick waschen, die Füße, die Haare, den Körper auch gar. Herrlich. Ja, ist schon idyllisch hier, ne? Geil. Ja, ein anderer Tag, Bericht auch dieser Tag geht dem Ende entgegen und ich halte jetzt den Schnall, bevor ich irgendeinen Blödsinn laber, wie immer. Also, bis morgen in aller Frische. Auf Wiedersehen. Tschüss, Ade. Tschüss. Und täglich grüßt das Appalachentier. Guten Morgen, 6:30. Am Donnerstag müsste heute sein. Doch, Donnerstag, glaube ich. Der 2. Mai. Die Nacht war sehr ruhig. Aber ja, der Schlaf hat mich irgendwie wieder ein bisschen gemieden oder ich war immer wieder wach. Also entweder ist es ein Zeichen davon, ich muss noch viel mehr ballern am Tag, damit ich noch mehr K.O. bin, um einfach ins Zelt zu gehen und direkt einzuschlafen. Ich weiß es nicht. Aber es ist nun mal grundsätzlich so, wenn du läufst den ganzen Tag, habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass dein Körper, so jetzt guck mal kurz, das Obstacle, ein Hindernis, dass dein Körper abends im Zelt noch übelst am Arbeiten ist. Also ruhig liegen, brach, auf der Matratze, auf dem Rücken oder so, no chance at all. Der Körper will sich bewegen, du hast keine Chance dagegen. Die Nacht trotzdem irgendwie rumgebracht, halbwegs fit, die Augenringe sind dementsprechend da. Aber so ist das Leben hier auf dem Trail. Keine Ahnung, ob der andere auch so Probleme haben wie ich oder ich weiß es nicht. Jeder hat ja so ein anderes Schlafmuster und Schlafverhalten. Na egal, wir sind wieder auf dem Weg. Wenn man sieht, der Streckenabschnitt heute ist ein bisschen trocken. Es gibt wenig Wasserquellen auf dem Weg jetzt die nächsten 10 Meilen, eigentlich gar keine. Aber da haben wir vorgesorgt, wir haben jetzt 2 Liter dabei. Ja, wir sind auch gerade übrigens in dem berühmt-berüchtigten grünen Tunnel von Virginia. Und du hast halt so gut wie nie irgendwelche schönen Ausblick oder so. Sprich, wenn du dich irgendwo einen Berg hoch kämpfst, dann ist die Belohnung dementsprechend niedrig. Aber wir wollen mal nicht so sein. Nur ja, das nennt sich also der grüne Tunnel ist das jetzt hier. Und so sieht der eigentlich auch aus, ne? Ich drehe mich mal kurz. Hier ist der grüne Tunnel. Schön alles umzäunt, sage ich mal, von Rhododendren, die hier den Tunnel geben. Jetzt sind wir mittendrin im Tunnel. Ja, und so zieht sich das jetzt eine ganze Weile. Bergauf, bergab. Also, sag mal, Abwechslung kommt hier jetzt so schnell nicht auf. Ist wurscht. Wir laufen und laufen und laufen und laufen und laufen. So nämlich. Eventuell, wenn es mich reißt, hol ich mir einen Burger. Es ist noch eine Stunde Zeit bis zum zweiten Frühstück. Aber ein fetter Burger. Ja, geht's jetzt runter ins Tale. Zack, genau. Ein aufregender Abschnitt hier. Und ja, mal schauen. Burger oder dann um 9 Uhr Brotzeit im Shelter. Aber die Strecke hier zum Laufen war jetzt wirklich ganz geil. Ich sagen, konnte man gut Meter machen. Deswegen bin ich ja schon fast bei Meile 7. Also läuft. Läuft! Wetter ist auch wieder herrlich. Die Vögel singen. Perfekter Tag schon wieder hier. Bin ich zu dem Shelter gedackelt. Der ist natürlich 0,3 Meilen
weit weg vom Weg, also mehr als einen halben Kilometer. Du bist am Shelter, du musst die Quelle suchen. Die Quelle war jetzt auch locker nochmal vom Shelter nochmal eine halbe Meile weg. Also ich habe jetzt locker für einen Liter Wasser, den ich jetzt, also ich habe jetzt 2 Liter Wasser dabei. Natürlich Gewicht ist klar, aber für den einen zusätzlichen Liter Wasser jetzt bestimmt 1,5 bis 2 Meilen Fersengeld bezahlt. Ist halt so. Es ist warm, es ist nicht heiß, aber es ist Wetter, wo man schnell ins Schwitzen kommt, wenn es bergauf geht. Und bei meiner Klimaanlage verliere ich da eine Stunde locker ein Liter Wasser. So, und jetzt mal wieder ein bisschen Strecke machen. Frühstück fiel auch so kurz aus. Naja, vielleicht mal irgendwo nochmal ein kleines Päuschen. Mal sehen, wie es läuft halt. Also, bis dahin. Wir sind jetzt ungefähr bei Meile 19. Sei ruhig da. Und wie ich es mal gedacht habe, war die eine Quelle komplett dry, komplette Wüste. Also ich habe jetzt hier eine kleine Quelle gefunden, habe mich jetzt einfach schon mal darauf vorbereitet, vielleicht wenn ich was finde, dort mich niederzulassen für heute. Es war immer noch, es war wegen früh. Aber jetzt dann nochmal 500, 600 Höhenmeter zu schrubben, ich glaube, das kriege ich krafttechnisch nicht hin. Und dann würde ich vielleicht schon hinbekommen, aber da wäre ich dermaßen im Eimer wahrscheinlich. Das Problem ist, ich habe mich ein bisschen unterschätzt, wie viel ich doch am Tag essen muss, um hier einigermaßen auf dem Damm zu bleiben, um nicht permanent ins Defizit zu rutschen. Und ja, was soll ich sagen, mir geht's Essen aus. Ich habe schon noch, wenn ich gemächlich mache, für morgen und zwar auch noch Essen, für heute Abend noch was Warmes. So, das wird schon reichen, aber jetzt große Sprünge noch zu machen und jetzt nochmal 3-4 Stunden zu ballern, mit Risiko verbunden wahrscheinlich. So, Waage wäre mal wieder nicht schlecht. Ja, das ist einfach so, ne? Du verbrennst hier 5.000 bis 7.000, sage ich mal. Überhaupt kein Thema. Das Trinken, das kriegst du irgendwie hin. Also ich habe da locker schon 5-6 Liter durchgelassen. Gar kein Stress. Heute ist Schluss. Es ist 3 Uhr. Ich bin seit 9,5 Stunden auf dem Trail. Es reicht. Ich fühle mich relativ schlapp, muss ich sagen. Ich muss einfach mehr essen. Das ist so. Ja, ich will gar nicht rumfaseln. Ich bin hier irgendwo auf dem Berg. Habe 3 Liter Wasser mit dabei. Die werden mir hoffentlich reichen bis morgen früh. Wenn nicht, muss ich noch mal kurz runter an die Quelle. Das ist noch mal eine Viertelstunde, halbe Stunde zu Fuß. Aber das sehe ich dann. Wir haben übrigens die 600er Marke geknackt. Yes! 600 Meilen AT auf die nächsten 600. Ja, 600 Meilen. Wer hätte es gedacht? Ja! Ich habe auch richtig Kohldampf jetzt gerade, also ich werde mir jetzt dann auch schleunigst was zu essen machen und dann werde ich zeitig ins Bett gehen. Es ist zwar so schön herrlich draußen, aber ich bin schon K.O., muss ich sagen. Also ein Hiker ist jetzt gerade noch vorbeigelaufen, ob da noch welche folgen, weil es ist jetzt schon geht schon noch ganz schön bergauf. Also der jetzt vorbei ist, der muss mindestens noch 6 Meilen laufen. Wer weiß, wann der los ist, was weiß ich. Ne? Ich bin seit 5:30 auf dem Trail. Und jetzt ist 3 Uhr, ich denke, das reicht. Man muss es nicht immer übertreiben, wie gesagt. Ne? Hier hat noch ein Zeltplatz, aber der ist der Untergrund nicht so geil. Das war hier das Beste. Hab schon gedacht, das wird wieder so ein Reinfall, aber jetzt hätte ich auch noch weiter marschieren müssen. Wäre halt dann so gewesen, hätte ich es nicht ändern können. Aber jetzt ist es so, jetzt habe ich mich aufgebaut, jetzt wird gegessen und dann wird gechillt. So sieht's aus. Alles klar, dann bis morgen in alter Frische und bis dahin. Ade, tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute mal an einer anderen Stelle. Wir sind hier in den Small Falls. Richtig geiler Spot hier. Ich bin seit 7 Meilen ungefähr unterwegs. Man könnte hier von hier oben direkt reinspringen. Aber hier ist echt laut. Also hier gehen echt einige Wassermassen runter. Richtig schöner Spot. Aber hier zu pennen
Da muss man schon sehr resistent sein. Und die besten Oroparks, die man sich vorstellen kann, muss man haben. Also ich könnte nicht pennen. Ja, heute gab es nicht viel zu sehen, außer den grünen Tunnel. Also da war der Wasserfall am Morgen schon fast das Highlight des heutigen Tages. Aber dann kamen noch zwei Kleinigkeiten dazwischen, die den Tag noch ein bisschen geiler gemacht haben. Zwar hatte ich eine Begegnung mit einem Reh. Und das Reh war ungefähr, ich sag mal, 1,50 Meter von mir entfernt. Null Scheu. Null. Also, ne, ich bin dann so ein bisschen ganz langsam vorbeigegangen. Das hat das Ding überhaupt nicht irgendwie interessiert. Nicht mal ansatzweise. Das war so cool. Das war so ein cooler Moment, dem Tier so nah zu sein einfach. Also richtig geil. Ja, dann gibt es ein neues Update. Ich bin bei Meile 28 gerade angekommen. Ja, ich weiß, ich bin nicht ganz knusper. Ich gehe direkt nach Parisburg jetzt rein. Soll ich euch mal zeigen, wie tief es runter geht? So tief nämlich. Puh. War das jetzt noch ein Abstieg zum Schluss, zum Ende des Tages? Meine Güte. Aber auch das kriege ich immer besser hin, muss ich sagen. Ja. Bin ich unten beim Mexikaner? Habe ich heute 31 Meilen gelaufen. Da bin ich fast 12 Stunden nonstop. Gut, wir ziehen eine Stunde Pause ab oder so, ja, Stunde Pause auf dem Trail. Und ich muss sagen, ich fühle mich gar nicht so gerädert irgendwie. Also ich muss auf jeden Fall mehr essen, das ist Fakt beim Mexikaner und ich weiß nicht, ob sie mich reinlassen. Ja, doch, vom Outfit her, glaube ich, lassen sie mich schon rein, weil Hiker sind ja dort auch keine Seltenheit. Also, aber ich glaube, ich habe schon markanten Duft an mir. Ist wurscht. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe heute, weil ab 20 Uhr soll es wettern. Und unter uns gesagt, ganz ehrlich, also da bin ich morgen lieber im Bett schön und schlafe mich mal richtig aus, anstatt ich dann oben auf dem Berg noch bin und mir dann bei strömenden Regen Zelt abbaue und was weiß ich. Und das war es mir wert. Ein sehr langer Tag, der längste bis dahin. Ich könnte gar nicht mehr sagen, was es in Kilometern sind. Auf jeden Fall, ich denke mal, über 45 Kilometer werden es schon sein, denke ich mal. Aber gut, jetzt haben wir uns erstmal ein Päuschen verdient von 2 Tagen. Was ihr hinter mir seht, ist das Hotel, wo ich bin. Schimpft sich auch Holiday Lodge, welcome to you. Jetzt kommt gerade kein Auto und ich bin über die Straße. Mal schnell. Weil ich noch mal kurz in den Food Lion gehe und mir ein bisschen was zu knabbern hole. Jetzt nicht groß einkaufen, nur was zu trinken und Schokolade oder was weiß ich, ein Apfel für morgen, Zitrone für morgen. Und so richtig resupplyen tue ich dann morgen. Eigentlich bin ich heute noch gar nicht da, ich bin ja eigentlich heute nach oben auf dem Berg. Aber nach dem 30-Meilen-Marsch heute. Ach du Scheiße, also ich kam hier, also erstmal zum Mexikaner. Edel, also ich habe dafür für $30 richtig geil gespeist. 2 Burritos, dann war ich noch ein bisschen hungrig, dann habe ich noch 2 Chimichangas gegessen. Danach war ich einigermaßen satt, hatte aber noch Bock auf was Süßes. Dann habe ich so einen traditionellen mexikanischen Kuchen gegessen mit Fettsahne und so und tippitoppi. Allerdings das Hotel
wenn man es denn Hotel nennen und schimpfen darf. Also da habe ich ja meinen Griff ins Klo gemacht. Ach du Scheiße. Ich komme da rein in die Rezeption, da sitzt ein alter, schrulliger Mann drin mit seinem 8-Jahres-Bart, keine Ahnung, also. Und dann kein Hallo, kein Servus. Kommst rein, ja, got a booking for today und bla bla und dann nuschelt er so, online. Sag ich, was hast du gesagt? Online. Ach, online! Ja, Junge, ja klar, online. Was denn sonst? Und dann ewig unfreundlich, das Stück Mist, ne? Entschuldigung. Aber das war wirklich extrem unfreundlich. Hat sich aber dann gefangen. Wie man es halt kennt. Da oben ist das Gebäude, das rote. Also abgepackt. Einfach nur, hallo? Einfach nur abgepackt. Von unten, von der Sohle bis zum Scheitel das Ding abgepackt. Also wie man es halt auch aus dem Horrorfilm kennt. Ganz einfach. Wo ist denn der Entrance? Im Foodline. Ich bin hier im Foodline gerade. Foodline. Also wenn ihr morgen irgendwelchen Ausschlag am Körper habt, dann wahrscheinlich bin ich ganz schnell wieder weg, weil das Bett sieht aus als, keine Ahnung, das Bad, also es kommt schon mal warmes Wasser, das ist schon mal ganz gut. Howdy und einen wunderschönen guten Morgen aus Parisburg an dieser Stelle. Es ist gerade 9:30. Ich habe die Nacht in dem Hotel überlebt. Ich dachte, das wird die absolute Höllennacht, aber war dann doch okay. Ja, die Appalachen sind auf jeden Fall schon in dicke Wolken eingehüllt. Ich glaube, oben auf dem Gipfel, auf den Bergen regnet es schon. Ja, hier soll es auch anfangen zu regnen, aber ich habe einen Regenschirm dabei. Aber vielleicht hält es noch so lange an, bis ich wieder in der Stadt bin, Alter. Muss jetzt schon ein Dreiviertelstündchen gehen, bis ich bei dem Walmart war. Einen wunderschönen guten Morgen am Montag, den 6. Mai um genau 6:52 Uhr. Wir sind wieder auf dem Trail und haben das Horrorhotel verlassen. Hier sind wir zuletzt angekommen und sind dann den Weg hier runter nach Parisburg gelaufen. Das ist ungefähr eine Meile. Ging es bergab, jetzt ging es nur bergauf. Ich bin warm. Kann der Tag losgehen. Ich habe jetzt 5 Tage, also ungefähr 95 Meilen nach Daleville. Da werde ich meine nächsten Resupplies machen und vielleicht in einem Hostel kurz duschen gehen. Mein Gott, ich hoffe, ich habe mir irgendwie keinen Fußpilz geholt in dem Hotel oder so. Ich war gestern nur bei Mexikaner, ich habe Wäsche gemacht. Habe gestern noch mal gut gegessen und hoffe, ich habe wieder ein paar Zusatzkalorien auf den Rippen. Ich habe auch mehr Essen dabei jetzt. Macht es natürlich wieder am Gewicht bemerkbar. Halleluja, Halleluja. Aber ja, wird ja die Tage immer wieder weniger. Und ja, von dem her würde ich sagen, wir starten in den Tag. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon unterwegs bin. Noch nicht weit, vielleicht 7 Meilen oder so. In 1,5 Meilen kommt ein Campsite mit einer Quelle, mit einer Wasserquelle. Und da werde ich dann mal kurz Pause machen, also eine längere Pause machen. Vielleicht. Ich habe halt ein Problem. Und zwar bekomme ich diesen Schmerz nicht aus meinem rechten Fuß raus, aus meinem Fußgelenk. Links ist in Ordnung. Ich kenne den Schmerz schon. Aber heute ist er irgendwie permanent am Start. Und wenn der jetzt dann irgendwie nicht besser wird, dann überlege ich, ob ich heute nur einen halben Tag laufe. Viele Tageswanderer unterwegs heute. Trotz des Wetters. Ich meine, es ist nicht kalt. Gegenteil ist eigentlich recht warm. 22, 23 Grad. Schätze ich mal. Und ja, durch die hohe Luftfeuchtigkeit bist du halt natürlich dementsprechend auch am Ölen hier. Ich habe schon ein paar Literchen durchgelassen hier heute. Ja. Schade, dass es schon wieder so duster ist und neblig und foggy hier. Weil sonst hätte man hier wieder, glaube ich, eine spektakuläre Aussicht. Aber wie es ab und zu halt so ist, ne? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und ja, ich mache jetzt mal weiter und gucke, wie sich das mit meinem Fuß verhält heute. Das macht keinen Spaß gerade. Ja, Freunde, der Tag ist für mich schon vorbei, auch wenn es noch früh am Tage ist. Es ist gerade mal 1:30 oder so.
Aber ich höre mal wieder auf meinen Körper und sage, komm, wir schonen den Fuß heute mal ein bisschen, auch wenn ich eigentlich die letzten 2 Tage nicht viel gelaufen bin. Aber irgendwie ging der Schmerz heute nicht weg. Normalerweise läuft man nicht immer ein bisschen weg dann und dann geht es halt dahin. Aber heute irgendwie, entweder habe ich mich zu sehr darauf konzentriert auf den Schmerz oder was. I don't know. Ich habe hier ein kleines Plätzchen gefunden, das Zelt ist aufgepitcht in diese Richtung 100 Meter oder was. Ist eine Wasserquelle am Start, also ich habe hier Wasser immer ausreichend, das ist auch sehr cool. Ich bin hier alleine. Es knallt eigentlich die ganze Zeit rings um mich herum schon, also es donnert. 10 Meilen gemacht heute. 10 Meilen sind wir gelaufen. Aber ich habe es mal kurz grob durchkalkuliert, also ich habe immer noch 128 Tage Zeit jetzt. 50 Tage bin ich auf dem Trail, 645 Meilen sind wir gelaufen. Und wenn ich jeden Tag nur 12 Meilen laufen würde, würde ich es auch schaffen. Und wir laufen eigentlich schon immer ein bisschen mehr als 12 Meilen. Also, naja, ich bin gespannt, was mich erwarten wird die nächsten Stunden wettertechnisch. Morgen früh soll es Gott sei Dank nicht regnen. Mein Gott, es wird halt nass sein, aber das ist mir Hupe. Und dann geht es morgen weiter. Morgen hole ich dann wieder ein bisschen was nach. Alter. Also Viehzeug spürt hier schon rum, ne? Und von dem her melde ich mich, wenn die Welt untergeht oder ich in dem Zelt ersaufe, wenn sich jetzt wirklich ergießen sollte. Ja, mal sehen, ich esse jetzt auf jeden Fall erstmal. Ja, bis später.